Tag, da sind wir wieder mit Vampyr. Direkt weiter mit Stream. Und zwar, jetzt machen wir Hauptquest. Die große Jagd wollte ich als extra haben. So, die große Jagd. Viel Spaß mit Stream und guten Hunger, wenn du gerade am Essen bist. Moin, Eric. Was geht? Hi. Gestreamt wird auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig. Wie gesagt, viel Spaß mit Stream, guten Hunger, wenn ihr gerade am Essen seid. Auf geht's. Auf geht's, wir machen große Jagd. Große Jagd machen wir. Also, Hauptquest. Triff Lady Ashpuri im Westend. Am Saufen bist du. Okay, alles klar. So, aber nicht so viel, ja? Nicht zu viel. Ich saufe auch, wie du siehst hier. Kaffee saufe ich auch. Also, Mensch, Koffein haut richtig rein heute. Tag. Erstmal Krankenhaus verlassen. Wenn ich aus hier. Ist noch alles stabil. Dem können wir noch nicht helfen. Dem können wir noch nicht helfen. Dem können wir noch nicht helfen. Und ihr auch nicht. Leider. Tag. Hier sind alle gesund, bis auf eine mit Migräne können wir nicht helfen. Zack. Nur die haben saufen. Okay. Alles klar. Hier kannst du saufen, wie oft du willst. So viel wie du willst. Und gegen die sage ich nichts. Zack. Bisschen Zutaten mitgenommen und auf geht's. Auf geht's diese. Ich muss erstmal den richtigen Weg nochmal finden. Bisschen verwirrend hier noch. Was man machen könnte, ist nochmal vielleicht die Leichenteile betreten. Vielleicht hat sich da was geändert. Oh, weiter. Tierjäger, ich weiß nicht, mal die vielleicht umgehen. Oder wir schauen dieses Spektakel mal an. Das war ja langweilig, Blin. Machen wir mal jetzt spannender, denke ich mal, Blin gleich. Pass auf, boah, da ist noch jemand. Da ist noch jemand am Schein. Boah, da kämpft, wird auch noch gekämpft. Dann noch. War ja auch langweilig. So. Wollen wir es doch mal besser machen. Aber nicht, wenn die so zusammen sind. In ihre Richtung. Vielleicht mischen wir auf hier. Vielleicht mischen wir auf. Außerdem wollte ich neue Fähigkeit ausprobieren. Was heißt neue verbessern zum Beispiel. Auf geht's, würde ich sagen. Aber daneben. Robin. Das ging viel Wissen. Also Krallen sind schon richtig mächtig bei uns geworden, auf jeden Fall. Gefällt mir. Dann wird die Sache viel einfacher sein. Viel einfacher. Ja, da waren, glaube ich, noch mehr Vampirjäger. Weitere Erfahrung, warum auch nicht. Hi. Warum? Dich in Scheißdreck an, was ich hier mache. Dabei, komm her. Komm her. Ja. Ah, daneben. Aber daneben. Aber daneben. Aber daneben. Aber, der war gut. Musst du zugeben. Aber, oh, übertreib doch nicht. Ah, aus dem Volk raus. Verrückter Willen. Aber, okay, da war ich jetzt daneben.
Scheiße, am letzten Rot. Aber gut. Aber gut. Tak. Weitere Beute. Für uns ganz gut. Paar Schrauben, warum auch nicht. Können wir alles wieder verwerten. Tak. Unser Quest ist da irgendwo. Und wieder diese scheiß Markierung. Warum markiert er immer von alleine da? Noch irgendwo was? Ja, das funktioniert. So. Tabako. Hier haben wir eine Kiste. Mit weiteren Zutaten für unsere Medizin. So, ein paar Skulls. Weiß nicht, ob es sich die haben umzubringen. Eigentlich ist es nur Zeitverschwendung. Lass mal außen gehen. Ein weiterer Vampir. Interessant. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Okay. Ich will hier rüber. Wo ist er hin? Da, durchsuchen wir die Leichen. Da. Ah ne, das sind Skulls. Sag, wo ist der Vampir jetzt hin? Würde mich gerne interessieren. Glaubt wiederum, wenn ich immer... Ah ne. Was ist denn da? Warum kann ich hier jetzt nicht mehr reingehen? Ich konnte doch hier mal reingehen. Was ist los hier? Was läuft denn da rum? Ach so, du bist es. So, was steht hier? Quarantäne, kennen wir schon. Zack. Oh, eine Kiste. Nehmen wir mit. Auf geht's. Weiterer Vampir. Dass hier auf einmal wir Vampiren hier auf einmal viele haben. So, wird er mit mir kämpfen? Er wird mit mir kämpfen. Hier gegen Vampir. Hoppa. Hoppa. Aha. Und die haben viel bessere Waffen. Da hätte ich auch so ein Schwert. Das würde mich interessieren. Hoppa. Ja, na, mach ne Multi hier. Schon lange Nerven. Das war's mit dir. Zack. Wieso kann ich nicht ihre Waffen aufheben? Die würden mich viel mehr interessieren als dieses Schrott, was ich da aufheben will. Zack. Aber interessant ist, dass auf einmal viele Vampiren wir zu Gesicht bekommen. Was ist denn da? Ein weiterer Vampir. Der macht die alle fertig. Fertig mit dir. Jetzt schon, mach erstmal den anderen fertig, ja, dann können wir kämpfen. Ja, aber ach schon, die sind wieder Freunde. Ah. Zurück. Ah, zurück. Wir müssen uns den Kampf angucken. Heftiger Scheiß. Wer kommt die auf einmal? Sich davor sonst noch wie versteckt, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, die sind jetzt irgendwie auf der Jagd. Jetzt waren die vorsichtig. Hoppa. Das ist ganz gelenkig. Aha. Hoppa. Hoppa. Übertreib nicht. Ey, lass mein Blut in Ruhe.
Na, nachher. Komm, gib mir irgendeine Waffe von denen. Nein, krieg ich wie immer nicht mehr. Das ist wirklich interessant. Und da noch Beute rumliegen? Oben ist doch was. Ist hier? Mhm. Andere haben wir schon gesehen. Tag, ich würde mal sagen. I cannot enter. Okay, alles klar. Bitte nichts sagen. Ich würde sagen, wir suchen einen anderen Weg. War hier. Da unten noch was Interessantes zufällig. Sieht nicht so aus. Nochmal Müll. So this is where she lives. What a splendid house. Stinkt normal aus. Sieht gut aus. Wie bei mir zu Hause. Tak. Dr. Reid. Hallo, Lady. Welcome. How are you? Ja, As ganz good gut. as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Wirklich I verdammt viel hope zu I reden. haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Tak, nennen Sie mich nicht so, nein, nennen Sie mich Jonathan. Warum verhöhnen Sie mich unentwegt? Nenn mich Jonathan. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Dann stelle ich, Mary war der mordende Vampyr. Okay, ein Schäfer muss mächtig sein. My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. Wollte das nicht, ich habe Mary zweimal getötet. Leider ja. Aber I ich wollte das swear nicht. I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. Alles klar, ich habe Mary zweimal getötet. In the Ja, end, passiert. she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. Zurück. Ein Schöpfer muss mächtig sein. I came Also. to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion?
Ich habe ihn zweimal begegnet. Für diese Kraft. Er wirkte zeitlos. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Gut, er wirkte He zeitlos. is the only immortal Oh, I've seen haben zweimal appear begegnet. in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Ist klar, zurück. Nun stelle ich die Fragen, Lady. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Dann folgen wir mal ihr. Das war's I interessant. must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. Oh, da. I Hat sie took the recht. liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Wer sind Sie? Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. Wie viele sind Sie? How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Werden Sie die Wache von Priven bekämpfen? Will they fight the guard of Prewen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Was für Waffen? Ah, der ist Waffe okay gewesen. Aber Fergal, seine Art habe ich schon mal zweimal begegnet. Das ist normale Vieh. Was ist so los hier? Warum über Sie? Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Haben Sie sie bedroht? Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Warum bitten Sie nicht Ihre Hilfe? Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Zurück. Dann sollte ich Ihnen vertrauen. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Warum sollte ich sie treffen? Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Sollte ich sie anlügen? Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect.
Ja, dann waren schon immer eine Bedrohung. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. Ah, so viel Gespräche. Wer ist Lord Redgrave? What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Haben Sie ihn getroffen? Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. Wie alt ist er? How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Okay, zurück. Wie weit reicht sein Einfluss? How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. Nicht alle unsterblich? They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Irgendwelche bekannten Any Namen? familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. Zurück. So, ich werde Ihrem Rat folgen. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Noch mehr Gequatsche meines. Besser. Breiven und Ascalon werden einander bekriegen. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. Rache von Breiven hat eine Liste. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Komischerweise muss ich auch die Vampire bekämpfen bin. Sollten wir zurückschlagen? Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Zurück. Dann, was ist eine große Jagd? What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Wozu eine zweite Jagd? Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. Wie haben Sie überlebt? How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Zurück, dann sollten Sie fliehen. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not.
If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. Gerne, warum auch nicht? I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Was ist der Plan? What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. Wie kann ich London How retten? can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. Was wirst du tun? What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Zurück. Dann werde ich meinen Schöpfer Will I hier ever finden. discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Wollen Sie es? Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. Keine You Ahnung. have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Alles klar, dann. Ich muss Antworten finden. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Sie werden Pembroke nicht mehr besuchen. Will you not visit Pembroke again? No, I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. Wann werden wir uns wiedersehen? When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Gut, haben Sie vielen Dank. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon.
Ja, kein Abschiedskuss. Ja, auffallend ist, dass ihre Haut, ne? Ist ja, gehört zu uralten Vampiren anscheinend. Ist noch richtig so sauber quasi, weißt du, so. Wenn wir unseren Haut angucken und überall Venen und sonst noch was. Und bei ihr sieht das alles sehr viel menschlicher aus als bei uns. Da, 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 da. Ja. Bezirk. Stabil. Stabil Bezirk. Так, wir wollten jetzt Hauptquartier. Schattenkabinett. Das Schattenkabinett. Was für Jagd? Das Schattenkabinett. Tak, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Was ist das für ein Bezirk? Westend. Ah, da gehen wir sogar. Jetzt gehen wir endlich. Time to visit the Ascalon Club. Da. Tak. Tak. Jetzt gehen wir zum neuen Bezirk. Mal schauen, ob wir genug kranken Leute haben oder nicht. Ja, geiles Fahrzeug dann. Oh, warum lassen wir das Ding fahren? Wieso kann man hier kein Auto fahren? Das sieht doch richtig geil aus, ey. Mir gefällt diese. Das ist sauber. Nur ein bisschen Kratz, aber sonst. Nie keine Verträgung. Irgendjemand. Das ist ein Geräusch gewesen. Ah. Weitere Vampire. Ich will nur diese Kiste durchsuchen, falls was ist, mein Freund. Aber. Und diesen Müll hier. Aber. Hey. Are you from Ascalon? I don't care. So greifen die mich an. Die sehen doch, dass ich auch ein Vampir bin. Verstehe. Sonst sind die so feindlich zu mir. Opa, da kann mich auch beißen. Ich will auch so einen Säbel haben wie er. Dann. Als ob ich jetzt mit dir hier Zeit verschwende. Nimm doch mal seinen Säbel, bitte, Jonathan. Так, hierhin können wir gehen jetzt. Hoppa, Blutspuren. Aha. Aha. It's locked. Mach mal Tor auf. Hä? Wer ist denn da? Okay. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Meine Vampiren gebracht. Auch nur nachgehen. Ich hoffe, hat was Nützliches für mich. Ja, was ich sehen will. Lass mal runtergehen und die Leiche durchsuchen. Oh, Stufe. Turn around, sir. Sonst was? You bloody... Ja. Und jetzt? This one's mine. Okay. I hear leeches.
There's one of them! Watch yourselves! He's dead! Let's see how it likes a bit of fire! Aha, husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Alles klar. Hast gehört? Du stirbst. Genauso, wie der jetzt gestorben ist. Weil der in der Öffentlichkeit mich angehustet hat, schon. Ist so. Was haben wir denn hier? Sammelobjekt. Ey, Sammelobjekt habe ich gesagt. Ey, Sammelobjekt habe ich gesagt. Was war das jetzt? Ist jetzt auch egal. So, irgendwo Beute noch? Bitte Beute? Noch Beute für mich? Wusste ich doch, dass du noch was für mich hast. So. Lass mal jetzt einen Weg hier freischalten. Das würde mich interessieren. Wie ich zu der Frau da auf die andere Seite komme. Aber es sagt mir, dass ich noch mal kurz zurückgehen muss, um da zu kommen. Vielleicht mehrere Wege. Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht doch nicht. Also ganz schnell. Außerdem habe ich hier eine Kiste verpasst. Hier war auch sein Weg. Hier. Oder auch nicht. It's locked, all right. Ein neuer Unterschlupf ist im Bezirk verfügbar und wo? Nur hier. Wo ist diese andere Markierung? Warum markiert er immer von alleine? Verschwinde nachher. Hier kann ich nicht durch, oder was? Quarantäne kennen wir schon. Mal Quarantäne. Doch einen Weg umsonst gemacht. Ach, dann lass mal zurücklaufen, kein Problem. Hoppa. Hoppa. Weiter. Kein Geheimnis, gar nichts. Dann gehen wir wieder runter. Anscheinend müssen wir da durch. Laut, ich komm gleich zu euch. Bleib doch mal ruhig. Hab dich verstanden. Boah, geht durch. Ah ne, das ist wieder derselbe Weg. Mach mal die Tür auf. I cannot enter. Durchdrehst mal. Na, dann gehen wir hier durch. Kein Problem. Warte, hier geht's weiter. Lass mal kurz hier checken. Mal kurz hier checken. Vielleicht ist hier was Interessantes. Irgendwo im Bezirk. Dachte ich, haben wir Unterschlupf freigeschaltet. Zack. Ist ja klar, dass ich da hoch kann. Den, lass mal hier hochgehen. Ja, It's locked, all ist right. verschlossen. Schade. Schade. Dann können wir wieder weitergehen. Schade. Wäre interessant zu wissen, was da ist. Mhm. So, hier ist eine Tür, die können wir freischalten, denke ich mal. Jawohl. Und wo sind wir hier? Hier müssen wir auf jeden Fall nicht. Lass mal kurz checken. Ein White-Kappel. Ah, okay. Da haben wir schon mal zu White-Kappel uns Tür freigeschaltet. Gefällt mir. Schon mal ganz gut. Haben wir hier noch irgendwas? Was, diese Husten nicht in der Öffentlichkeit husten. Wie du hustest in der Öffentlichkeit, kriegst du sofort Bußgeld. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Ah, das ist unser Zuhause, oder was? Keine Untersuchung. Ja, gut. Haben wir überhaupt noch Untersuchungen irgendwo? Ja, ich dachte. Ja, wir haben alles erledigt. Gut, gut. Gute Idee. So, unser Versteck ist für uns. Da hat sich wieder was markiert. Was soll das? Verschwinde. Weiter Vampirjäger.
Okay, lass mal erstmal hier hingehen. Oben scheint unser Versteck zu sein. Oder auch nicht. So, hier irgendwas Interessantes. Er ist schon reiten da. Aber ich habe keinen Auslauf, beruhig dich mal. Beinahe gestorben bin. Na, nachher. Ja, keine Beute? So, Beute. Okay. Best End. Da, wo ist unser Versteck? Irgendwo muss hier schon ein Versteck sein. Wohl. Unterschlupf freigeschaltet. Mir gefällt dieser Unterschlupf richtig gut. Einer Schlüssel. Das ist sogar unsere, ja, das ist unser Anwesen sogar. Geil. Gefällt mir. Ha? Was ist da? Warte. Audrey, I'm not sure visiting Italy is a good idea this time of the year. Hi, Mom. Ich komme gleich. I cannot enter. Okay, schade. Hey, warte! Okay, Mom, ciao. Bis nächstes Mal. Das ist unser Anwesen, das ist... Fällt mir ganz gut eigentlich. Nun nach. So, was ist hier? Hier aufgeschlossen mit dem Schlüssel sogar. Geil. Reids erster Brief. Anwesen der Reid-Familie, mein lieber guter Sohn, wenn du diesen Brief erhältst, wirst du 35 Jahre alt und ich werde schon lange fort sein. Ich fühle mich etwas töricht, dass ich dir einen Brief schreibe, den du erst in einigen Jahren lesen wirst. Ich habe lange mit mir gerungen, wie ich dir am besten schreibe, bis mir unser Rätsel eingefallen sind. Viel zu viel zu lesen. Warte, ich komme zu dir. Sunday It walks. is a good idea this time of the year. Warte, ich komme gleich zu dir. Aha, das ist eine Unbekannte. Da haben wir noch was. Das für ein Gemälde. So, wo bist du? Hi. Mother. Good evening. Jonathan, is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary, Problem. she is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Geht's dir nicht überhaupt? Ha? Okay. Ja. Gesund. Dein Leben in London. Erzähle mir von der Nachbarschaft. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost?
I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Aha, ist der Vater nicht fort? Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Gut, weiterer Hinweis fehlen uns über die Familie Marys Besuch. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Mary ist tot, ich bin nicht tot. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson and my son-in-law, you're all gone. But you all still visit me from time to time. Okay. Bin nicht tot. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my Und darling kack, boy. ich bin irgendwo tot, irgendwo Just nicht look at tot. you. Das ist ein bisschen As kompliziert. pale as my Mary. Über Vater. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? Erinnere mich an seine I Rätsel. remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Okay, ist es vielleicht so eine Art Could Rätsel? Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I. Irgendein Rätsel. Okay. Sollte ich mir vielleicht das doch mal durchlesen. Persönliche Frage. Kann ich etwas für dich Do you tun? need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Okay. Alles klar, so zurück. Das war's Goodbye, erstmal. Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Tschüss. Please come back soon. Okay. Tak. Wir müssen uns der Askelon Club erstmal uns stellen. So. Eine Art Schatzsuche. Sagt. Warte. Das ist doch interessant. Tak. Das hier, ne? Tak, ich fühle mich etwas töricht, dass ich dir einen Brief schreiben muss, denn du erst einige Jahre lesen wirst. Ich habe lange mit mir gerungen, wie ich dir am besten schreibe, bis mir unser Rätsel eingefallen ist.
die ich mir für dich ausgedacht habe, als du ein Junge warst. Ach, wie du es geliebt hast, diese Rätsel zu lösen. Jawohl, du als Rätsel. Und es wäre eine gute Idee, dir eine letzte dieser Spiele vorzuschlagen. Es wird keine richtige Belohnung geben dieses Mal, also keine Süßigkeiten oder exotische Kostbarkeiten, wenn du es löst. Aber dafür gibt es für dich etwas wahrscheinlich Kostbares, die Wahrheit. Das ist mein einziger Versuch darzulegen, warum ich die Familie ohne Erklärung verließ. Wenn du den Grund wissen möchtest, spiele einfach mein kleines Spiel. Es ist einzig und allein deine Entscheidung, mein Sohn. Glaub mir, ich liebe dich. Lass mal ein bisschen runterscrollen. Ich verspreche, dass die Familie alles für mich war und immer noch ist. Ich erinnere mich daran, wie ich deine Schwester und dich zum ersten Mal in den Armen hielt. Meine Schätze, meine Juwelen, immer wenn ich heimkam, erfüllte es mich mit solcher Freude, euch aufwachsen, spielen und lachen zu sehen. Ich hätte getötet, um euch zu beschützen. Mein Sohn, meine Tochter, meine Frau, doch am Ende hat mich mein Schicksal eingeholt und ich musste eine schwierige Entscheidung treffen. Es fiel mir am schwersten, ohne ein Wort zu verschwinden. Ich tat es trotzdem, und schon bald werde ich endgültig verschwunden sein. Ich bitte dich nicht um Vergebung, nur um Verständnis. Wenn du mehr erfahren möchtest, musst du dich nur daran erinnern, wie glücklich wir damals waren. Wenn du meine nächste Nachricht finden möchtest, denk an das grüne Gras und die großen Bäume, den warmen Sonntagen. Dein dich liebender Vater, Reid. Jo, was für ein Hinweis war da? Denk an grünen Gras und die großen Bäume. Warme Sonntage. Große Bäume, grüne Gras, warme Sonntage. Bestimmt hier irgendwie Park ist das oder so, ne? Ja, das sehen wir wahrscheinlich im Laufe der Quests. Ja, lass mal runtergehen. Oh, hier sind Blumen. Ja, oh. Ich hab Bäume gefunden. Okay, warte, was ist hier? Alles klar, nehme ich mit. Da auch noch was? Nein. Doch, auch noch was. Zwillinge. Okay. In der Ruhe. Gar nichts. Dann lass mal runtergehen. Так. Wen haben wir denn da? Meine Wild. So, wie sieht es denn aus hier eigentlich? Jetzt nicht ein Baum. Tak. Oh. Hallo. Butler. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reid expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Leben in London. Wie sieht's aus? Er ist gesund. Oh, Stufe 4. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reid is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reid was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Wird sie medizinisch betreut? Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reid myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Ist klar. Ein Hinweis über den? Er ist der Einzige, der sich derzeit um Emmeline Reid kümmert. Kann sie verreisen? Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reid is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. Zurück.
Erzählen Sie mir von der What is Nachbarschaft, the ja. situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Okay. Tak. Avery wurde bezahlt, um sich bis zum letzten Atemzug um die Familie Reid zu sorgen. Okay. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir. But your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Gut, zurück. Und jetzt ein paar persönliche Fragen. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. Okay. Sie haben diese Familie vollbildlich gedient. Verstehe. Wenn Sie gehen. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Würde ich dir versprechen, mal schauen. Denken Sie, ich habe meine Mutter vernachlässigt? Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? Mein Zuhause ist hier. Bin mir unsicher. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Und da war My er home is here, and I have nowhere else to go. But this house will need some improvements if I move here. Some radical changes. That's good news. Whatever changes you have in mind, I'm sure we will find an arrangement that suits your mother also. Gut, mein Vater schrieb mir diesen Brief. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reid was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Alles klar, weitere Hinweise fehlen uns. Ja, die quasi hier alles haben. Zack. Dann könnten wir wieder zu Ma gehen. Auf Wiedersehen. Goodbye, Avery. Of course, Mr. John. Gehen wir wieder zu Ma und sprechen die nochmal an. Und da hoch. Opa. Hallo. Hello again. Jonathan. Tag, persönliche Fragen. Denkst du, ich habe dich vernachlässigt? Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore.
Ich werde dich beschützen. Oder vielleicht bin ich Gefahr für dich. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Fühlst du dich hier einsam? Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? Ich habe mich echt wundern gegeben. Ich kam absichtlich nicht. Ich habe mich verlaufen. Ich wurde angegriffen. I was attacked, Mother. And I've not been the same since. The important thing is that you finally returned home. I was worried, you know. You were the last member of the family of whom I had no news. Even Mary comes more often than you. So, zurück. Ja, noch nee, ein Hinweis fehlt uns noch über Familie. Nein, da fehlt noch ein Goodbye, Hinweis. Goodbyes. Tschüss. Ich komme so. Jonathan, my dear, bring me my glasses. I feel like reading. Okay, mal. Echte finde. Ich weiß nicht, wo deine Brille ist. Aber ich weiß, wo Schillinge sind. Bestimmt ihre Zimmer. Kann ich da wieder rein oder? Kann ich da rein? Zufällig? Ah, ich brauche Brille. Nein, kann ich nicht. Zack. Ja, musst du selber suchen. Wir sehen uns in ein paar Monaten wieder. Lass mal hier raus. Hier reingehen. Mal. Zack. Können wir wissen, ob hier irgendwas ist. Eine Flügel hätten wir. Oh. Lösung. Vielleicht. Irgendwas. Auch noch was. Voll. Und ich denke mal, das war's ja vorerst, oder? Könnten wir jetzt den Askelon stellen, nachdem ich kurz diese Tür gecheckt habe, um zu checken, dass da nichts ist. Deshalb gehen wir jetzt hier raus. Zack. Und ja, The Ascalon Club. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Askelon. Club. Da. Losing. Ich will neue Kleidung haben. Warum ist es geschlossen? Da ist auch was. Hier ist ein Geschäft. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reid. Welcome, Dr. Reid. Welcome to my humble shop. Zeig mir deine Ware. I may have a look at your... Так. Und teuer ist alles. Und dabei, okay. Reiß darum. Women die too in this war. Scheinen aber hier ein bisschen alle fein gekleidet zu sein. So, aber wir machen erstmal Hauptquest, habe ich ja auch gesagt. Heute machen wir erstmal Hauptquest, danach kümmern wir uns um diesen Bezirk. Nachher. Nach einem Bürger suchst, vergiss nicht, deine Vampirsinn einzusetzen. Versuche ich auch ganze Zeit.
Als Club. Club. Ein Vampir. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reid. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Einige Vampirjäger liegen hier. Tak. Und ich würde vorschlagen, ehe wir jetzt gleich weitergehen, machen wir kurze Pause auf Games. GTO, bis gleich.
Weiter geht's. Jetzt sind wir bei diesem Askelon Club. Mal schauen. There has been quite a battle here. Ja, das stimmt. Fällt mir auch gerade auf. So, I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. genau. Deshalb tun wir die auch nebenbei ein bisschen ausplündern. Warum auch nicht? Wir haben genug Geld da. Du hast doch bestimmt auch nichts davon, oder? Mit der reden? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Hallo. Dann lass mal weitergehen. Lass mal so richtig ganz cool hier hochgehen. Das ist wirklich auch nicht schlecht, aber noch, ich durchsuche noch diese Räumlichkeiten auf jeden Fall auch. Ja. Beispiel. Das ist interessant. Wir haben hier Diagramm. Neue Sammlung. Geschichte von Sinn des Ascalon Clubs. So weiter. Weg. Was Interessantes? Nee. Oh, hier ist versperrt. It's locked. Warum? Warum ist hier versperrt? Ja, jetzt können wir ganz cool. Warte. Okay. Okay. Aha. Entwicklung. Wenn du dich nicht stark genug bist, denk daran, dass du das Blut der Bürger dir die beste Möglichkeit gewährt, dich zu entwickeln. Damit beschäftigen wir uns auch schon die ganze Zeit. Aber nur mit den weiterbringen. Hier geht's wieder raus. Oh, unbekannt. Ja gut, lass mal Quest verfolgen. Ja, jetzt mache ich wieder irgendwie sinnloses Scheiß. Wir wollten ja Hauptquest heute verfolgen. Und danach kümmern wir uns um Bezirk wie bei Whitecouple und so. Bürger heilen. Aber der Bezirk ist bei dem auch recht stabil, also. Das ist wie so ein reicher Bezirk tatsächlich. Wenn richtigen Reichen sind hier. Tak. Aha. Hoppa. Guter Dolch. Nahkampf für linke Hand. Blutaufnahme 10, nicht schlecht. Eine solide kleines Messer. Das ist nicht schlecht mit Blutaufnahme. Ja. Das ist gut. Okay. Hier. Können die immer weiter verbessern. Dolch. 15 Blutaufnahmen. Geil. Aber wann schalte ich das frei? Wäre zu wissen. Interessant zu wissen. Geht nirgendwo was, ne? Du kannst nur. Aber. Ach so. Ja, das ist mir klar. Aber ab wann schalte ich das hier frei? Das wäre interessant zu wissen. Durch, guter Durch. So. Так, okay. Interessant diese. Interessante Waffe. Noch irgendwas Interessantes? Ist versperrt leider. It's locked, all right. Ja. Mal sehen. Opa. Schillinge. Nur 5 Schillinge. Hier. Opa, was haben wir hier? Schrauben und Schillinge. 2 Stück. Zack. Geht's hin? Okay. Zu denen gehen wir noch nicht. Wir gucken erstmal, was hier ist. Erstmal alles ausplündern und dann
Hier haben wir Schillinge und die haben bestimmt wieder Durak gespielt. Zack. Weitere Zutaten für unsere Medizin. Ha? Ha? Ja nicht? Okay. Aha. Zack. Aha. Okay, doch nicht. Hat mich getäuscht. Ah, Schillinge. Und wieder Durak-Spiel. Ah. Bah. Zack, was haben wir hier? Aha. Jetzt ist von mir sicher. Zack. Aber, Schlüssel. Für den Keller des Askelon-Clubs. Merken wir uns vor. Merken wir uns vor, wir können in den Keller. Unten war eine Tür versperrt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Scheiße baue, wenn ich dahin gehe, wo ich nicht gehen soll. Sag, wo geht's bei dir ins Keller hier? Sag mir das. Sag. Sag. Hallo. Warte, da war doch was verschlossen? Oh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Scheiße baue, wenn ich einfach so in den Keller gehe bei denen. Die haben mich eingeladen und ich tue hier schon durchschnitt. Lass mal erstmal den Lord da treffen und dann gehen wir in den Keller bei denen. Mal schauen, was die da verstecken. Hier ist nichts. Gut. Hab die so schon ausgeraubt. Die laden mich ein, ich raub die aus. Nee, will ich gerne haben. Leider kann ich das nicht nehmen. Sag, yeah. Aber. Guck mich nicht so blöd an. Wer ist hier der Chef? Bist du das? Nee. Ah, der alte Mann bestimmt. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reid. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Hear, hear, hear. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Sie ist eine gute Freundin, sie ist mir von Nutzen gewesen, ich bewundere sie. Wird die anlügen oder nicht anlügen? Bewundere sie. Von Nutzen gewesen. Sind nicht so, die Lady sind mit denen nicht so in guten Verhältnis auf jeden Fall. Keine Ahnung. Und da war ich nee, da war ich vorher. Sie ist eine gute Freundin. Wir müssen doch unsere Beziehung nicht She's a wissen. close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain.
but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Warum jetzt? Warum ich? Warum plötzlich so freundlich? Warum jetzt? Warum? Warum jetzt? Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garde Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reid, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Nein, diese Angelegenheit geht sich ein Scheißdreck an. Das ist meine Freizeit. Sprechen Sie nicht über meine Familie oder ich werde euch alle umbringen, ja. It's of no concern of yours. Have no embarrassment, Dr. Reid. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Ich habe zuerst einige Fragen, ehe ich euch beitrete. Before I accept, I have so many questions. Please ask. No. Was ist das überhaupt für ein... Ich habe einige von ihnen getötet. Was ist der Sinn und Zweck des Clubs? Die Mitgliedschaft. Was bringt die Mitgliedschaft? Da, was bringt die Sekte What does überhaupt? it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Sind sie offiziell anerkannt? Bestimmt Do nicht. you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Gut, ich soll gehorchen, Ich, Dr. Jonathan Reid soll dir gehorchen? Ja, andersrum, mein Freund. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Gut, zurück. Sinn und Zweck des Clubs? What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. Was bedeutet Ascalon? What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall hat den Club gegründet. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Gut, zurück und jetzt sagen wir, ich habe einige von euch getötet. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Ah, so läuft das bei euch. Und wenn ich dann nicht mehr brauchbar bin, werde ich auch versetzt. Aber ja, unser Plan ist, den erstmal beizutreten. Das nützlich sein können. This is good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not, nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Ja. Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now.
Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. Was für Zeugnis? It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Wow. Mit Blut unterschreiben. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Sprich mit Lord Redgrave. So, habe ich da wirklich unterschrieben? Ah, das ist doch alles gelogen. Ich sehe hier keine Unterschrift und gar nichts, ey. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic Valcod 2 nights ago. I thought it was Fergal coming back, but no. That creature barely spoke. Tak, lass mal quatschen. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, Nur da. and your findings were quite alarming. Ganz okay. So, Sie kennen Edgar. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Okay, Sie haben mich ausspioniert. Ah. You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Wer war Fergal denn nicht, weil er aus Versehen Who umgebracht was hat? Fergal? Mehr oder weniger. I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Bansher was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Okay, okay. So, Sie wissen, dass ich ihn getötet habe? You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Okay, ja, vernünftig. Так, zurück und Skulls stehen mit der Epidemie in Verbindung. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. No Plan, ich weiß, wo die Skulls sind. Ich hatte sogar einen Plan gehabt, die einfach rauszurotten. Was soll das? So können wir da einfach hingehen und die ausrotten. Skulls sind Opfer. Einige Skulls sind friedlich. Nein. Wenn wir später bringen die Skulls sind Opfer.
Okay. Skulls sind bösartig. Ich würde nicht sagen, dass Skulls friedlich sind. Nur weil die eine mit uns geredet hat, ja und. Gehen trotzdem raus und fressen Menschen. Sind irgendwo Opfer, ja. Aber die sind auch bösartig. So. Das sind Opfer. Und dabei machen wir... Ne, dabei... Und dabei machen wir... Es sind Opfer. Ne, es sind Opfer. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reid. Most of the new Skulls who roam the streets at night used to be good British citizens. But they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. An diesen... Opa. Neue Bahnstufe. Geil. Here we're facing a crisis. But I'm shocked no one took the time to clean up the mess inside the club Also since wenn we du... were attacked. Wenn du mir noch mehr Bahnstufen steigen kannst, bin ich bereit, dir auf ewig zu dienen. Tak. Frage Anwohner nach möglichen Fiktionsquellen im West End. So, und jetzt lass mir kurz hier alles durchgucken. Der Diener ist auch noch da. Haben die hier sogar Tür aufgemacht. Nicht schlecht, gefällt mir. Und jetzt gehen wir in den Keller und gucken, was da los ist. Was verbergen die im Keller? Wir sind jetzt Mitglied. Wir haben jetzt das Recht hier zu betreten. Davor haben wir jetzt einen Schlüssel geklaut, aber jetzt haben wir das Recht dazu. So einfach ist es. So einfach ist es wirklich. So, was haben wir? Hä? Aha. Aber, Brief. Ein Sammelobjekt. Zum gelegentlichen Privatkonsum von Blut. Oh, Blut. Hier gibt's Blut. Ich mache dann wahrscheinlich auf YouTube, weißt du, so auf YouTube mache ich wahrscheinlich, warte, nur so kurze Video, einfach mal, wenn wir genug hier Sammelobjekte haben, einfach so mal anklicken, weißt du, so für ein paar Sekunden, da kann man Pause machen und sich das alles in Ruhe durchlesen. Und ja, manchmal so einen kleinen Clip dazu. Alles klar? Alles klar. So. Sonst nichts mehr? Eine pure Enttäuschung. Ich dachte, ich werde hier aus diesem Sammelobjekt was Nützliches finden. Zum Beispiel die Waffe da oben. Problem. Wir sind gefangen. Aua. Oh. Ich befreit. Danke. So. So. Oder so. Oder auch so. Da wollen wir die noch zu Ende ausquetschen? Ich denke mal schon, ne? So, ich will die Waffe haben. Ich will die Waffe. Das Schwert haben. Wirklich dieses Schwert haben. Da, oh, da leuchtet. Papa, eins. Aluminiumfragmente und Schrauben. War hier noch was? Nee. So, lass mal noch den ausquetschen. How is your investigation going, Dr. Reid? I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. Okay. Über die große What Jagd. can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. Okay. McCullum hört nicht aufhören. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally.
Okay, Risiko eines Angriffs. What about the risk of a full-scale attack here? Jeffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. Alles klar, zurück, William Marshall. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity for all. And he was my maker. Er war dein Schöpfer. Ein Vampir. William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Okay, warum ist sein Blut heilig? Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. Okay, zurück, dann können wir noch über... Das überhaupt nochmal. Erstmal fragen. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust Ah, each der other da unten stand, mutually. oder? Ist er wirklich ein Mitglied? So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Soll ich? Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. Ah, aber er ist ein Sterblicher. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius deine, das Dawson is a ist- man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reid. We do not grant access to the unworthy. Okay. Das war's. Keine Fragen mehr. Auf Wiedersehen. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reid. We are counting on you. So, wer ist denn das gewesen? Das Lord. Bekannt? Gott. Gefällt? Lord. Will auch den Titel Lord haben, nicht nur Doktor. Dr. Lord klingt doch gut, oder? Good Dr. evening, Lord, das Dr. wäre- Reid. How does Ah, it das feel ist to der. be this evening's centerpiece? Figuratively. Es ist ungewohnt. Mir gefällt es nicht. Mir geht es gut. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Hier ein Mitglied des Clubs. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Erzählen Sie mir... Krank? Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reid. Erzählen Sie mir über What den can you Club. tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Sag zurück, keine Angst vor Vampiren. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Ist dieser Club Is nicht not the geheim? nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reid, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Ja, um Mitgliedschaft gebeten. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite.
Mitglieder von vielen Clubs bin. Okay, über Lord Redgrave können wir nochmal What can you tell fragen. me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Nun dabei, ich frag ihn gleich, was seine Erlaubnis ist. Sind Sie berühmt? Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm Eine sorry to Ärztin. hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Da ist über den brauchen wir jetzt nicht anzugucken, so über die Wachen von Priven. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Die sind unsere Feinde. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reid. Können Sie ihnen Would you helfen? help Fragen them? wir auch mal. No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Alles klar, dann zurück. Die Lage im West End. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Da will nicht mit mir reden. So, Geld löst nicht jedes Problem. Money cannot solve every Der war problem. gut. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has Ja, das the will stimmt. to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Es ist ungerecht. Es ist gefährlich. Es ist effizient. Na, was soll ich denn beantworten? Keine Ahnung. Ungerecht. Eine Mauer zu bauen. Es ist gefährlich. Weil es ist gefährlich. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Ja. Welcome to the Ascalon. Ja, willkommen. Auf anderen scheißen wir mal, das sind unwichtige Personen, finde ich. Ich bin besser, ich will die Waffe haben. Okay. Und hier gibt er mit seinen Ärzten an. Wow, gut Geld hier, wie bist du Geld bezahlt? Hat er angeblich beste Ärzte. Ich bin besser, ich kann, ich habe hier schon mehr in London geholfen als seine Ärzte. Da? Welcome to the Ascalon Club. Ja, da gesagt. Oh, du hast nichts dagegen, wenn ich Schillinge mitnehme. Dankeschön. Ja, auch gehen. Hier noch irgendwas am Rumliegen zufällig? Nein. Können Frage antworten nach möglichen Fiktionsquellen. Was können wir mal machen? So, auf geht's. Fragen wir die Anwohner. Da draußen. Kranke Bürger können mit der richtigen Behandlung geheilt werden. Gesunde Bürger heben den Gesundheitszustand des Bezirks, dem sie angehören. Haben wir einmal deutlich gemerkt den White Couple, die total kritisch war, beinahe schon feindlich, und haben wir alle geheilt und die war sofort stabil I think am Lord nächsten Redgrave Tag. just suggested I was sired by an ancient vampire. Da fangen wir mit der an. Women
Da. Wahlrecht haben und so weiter, Blind. Es gibt was Schlimmes. Charlotte. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reid. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Über lokale Ursachen der Epidemie. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Alles klar. Sag, lass mal kurz gucken. Das ist die Tochter von... die ist gesund. Zwar viele Geheimnisse. Bandstufe 5 hat die. Bildqualität ist so schon in Ordnung. Können wir bis 5000 erreichen. Ich denke mal, was ist, wenn ich sie mal aussage, wie wird ihre Mutter darauf reagieren? So. Außerdem passt hier gerade in Britannien wahrscheinlich nicht so richtig, oder? Danke, auf Wiedersehen. Und den Bezirk können wir uns später als extra Folge, deshalb brauchen wir jetzt nicht alles auszuquatschen. Wir können jetzt uns zum Dings hier begeben. Der erste Infektionsherd. Oder wir fragen den nochmal. Keiner fremden Haus versucht aber ins fremde Haus reinzustimmen. Johnny? Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Gut, wie sieht's aus? Ist er gesund? Hat Migräne und das können wir noch nicht heilen. So, über lokale Ursachen der Epidemie. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Weil wenn du viele Kinder hast, weißt du so, und große Familie bist, ist es sogar eher verdächtig, wenn ihr dazu ruhig seid. Laut seiner Aussage. You need some rest. Kaum Lärm, schon ein bisschen verdächtig da. Okay. Gute Beobachtung, muss ich mal sagen. Ganz ehrlich. Tak. Unser Haus anwesend gewesen. Wir haben weitere Infektionsherd nennt sich das hier. Tak, Charlotte, mach keinen Scheiß. Wenn du Scheiß machst, sage ich deiner Mama das. Hier geht's wieder weg, ne? Das ist einfach wieder verlassen. Gut, wir wollen nichts verlassen, wir wollen diesen Müll erstmal durchsuchen. Ach, Aluminium, Pulver und Parfümflakon. So, mit dem können wir nochmal reden. Good evening, Dr. Reid. Guten Abend, guten Abend. A great night, what? Warte, wie geht's dir überhaupt? Er ist auch gesund. Also dieser Bezirk hat sich wohl, also... richtig gesund alle. So. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand? Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Alles klar, vielen Dank. Goodbye, Mr. Russell. Unsere Untersuchungsstelle, Ort. So. Charlotte. Support the equality between men and
Beruhig dich mal bitte. Women's right to vote is only the first step. So, bin ich weit entfernt. Aber wer ist denn das? Ah, den kennen wir ja schon. Tak. Das ist wohl die Bahn dort. Oder? Gut. Lass mal eine Stelle hier, Infektionsstelle, mal uns genau mal beobachten. Wäre wahrscheinlich das Haus, ne? Hier rein? Nee. Tak. Und wo geht's hin? Hier kann ich bestimmt nicht durch. Ah. Kann ich mich irgendwo hochbeamen lassen? Tak, warte. Ist ein anderen Gang dahin. Hier, okay, verstehe. Ich hab's verstanden. Hier lang, ne? Genau. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Lass mal die erste Stelle mal besuchen. Will ich mal vorschlagen. Da, Charlotte, beruhig dich, keiner hört dir zu. Wo siehst du hier Versammlung oder so? Das bringt doch nichts. Sag, lass mal noch hier ausquatschen. Ich weiß dir was. Hallo? Wer bist du? Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reid. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Blind, ich habe auch mal Ratten probiert, ist gar nicht so schlimm, also siehst du aus, bist du gesund, kann ich so schon analysieren, also über lokale Ursachen der Epidemie. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. The rats carry it, I heard. Rats. Many rats around that big house. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. Alles klar. I must go now. Tak. Was ist hier? Hier ist nichts. Tak. Gut, dann haben wir noch was hier hinten ist. Hä? Was haben wir hier unten? Und das versperrt ist. I cannot enter. Fuck, ich brauche Schlüssel, aber hier ist ein Tor. Jawohl. Dann gehen wir weiter zu unserer ersten Stelle erst, wo wir zur zweiten gehen. Es ist irgendwo hier oben. Kommen wir dahin? Ich kann man bestimmt nicht, Alter. Tak. Ja. Wahrscheinlich muss man hier lang. Höchstwahrscheinlich. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Vielleicht gehen wir doch zum zweiten Infektionsherd. Okay, nee. Dann. Hey! Was geht? Da ist niemand zu Hause. Hallo. Best stay back, sir. See how we... I cannot be defeated. Opa, nicht gut diese. We'll crush this.
Mhm. Keine Ausdauer. Fuck. Ich hätte noch mehr Ausdauer skillen müssen. Warte, ich gehe wieder. Als ob, hier ist kein Kampfzone oder was? Ja, was willst du machen, ne? Oh, nachher. Wie funktioniert die Scheiße? Das geht. Und jetzt? Wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber irgendwie funktioniert das. Da, nochmal. Aber nicht diese Scheiße, bitte. Okay, jetzt kriege ich endlich Blut. Lord, give us strength. Murderous bastard, stay back, beast. Len, mach nicht diese Scheiße, ey. Nimm sogar Ausdauer da weg. Na nach. Opa. Na nach. Ha? Na nach. Interessant, dass die Zutaten für Medizin mitschleppen. Okay, dann lassen wir weitergehen. Mehr Vampirjäger. Step away, sir. Die, vermin! Hoppa. Oh, Alter. Das war nicht gut. Warte, lass mich kurz heilen. Nein! Fuck. Oh, wie so ein Armbrustschütze oder so, blin. Der hat mich ständig irgendwie unterbrochen mit meinen Attacken, blin. Also ganz hinten stand. In dem Effekt sind wir eh nicht weiter gekommen, also alles gut. Vielleicht sollte ich mehr Bürger aussaugen, um es noch stärker zu machen. Zirk ist stabil. Tak. Wir sind hier wieder. Ah, müssen wir die wieder jetzt vernichten? Ja, nur nachher. Weil das. Vernichte erstmal den hier. Schnell. Damit ich Blut saugen kann. Okay. Nee, mach nicht diese Scheiße. Da gehe ich wieder. Ich verlasse wieder einfach diese Kampfzone. So, jetzt können wir kämpfen. Okay. So. Sag, lass mal kurz andere Waffen testen. Ich habe ja irgendwas ordentliches gefunden. Wo war das? Das war zweite Hand. Machen wir diesen guten Dolch. Wegen 10 Blutaufnahme. Das gefällt mir. Und hier machen wir mal von mir aus dieser Axt können wir probieren. Okay. So. Jetzt kämpfen wir mal eine Runde mit Axt. Mal schauen, ob das was Gutes wird oder nicht. Gut. Du nochmal. Ne, du. Okay. Ich hab's verstanden. Leben. Der da oben schützen, da hinten, der ist gefährlich, blind. Mit Gefühl. Aber daneben. Ha? Opa. Amerika, Europe, halt dich bitte.
Ha? Halt dich nochmal. Oh, geh weg. Ja, das macht kaum Schaden, das gefällt mir nicht. Na, das so, machen wir wieder zurück hier. Das macht kaum Schaden, ey. Gefällt mir nicht ganz. Zack. Jetzt lassen wir uns einen scheiß Sniper da hinten da gehen, René. Der hat mich genervt die ganze Zeit. Dieser komische Sniper blenden. Na. Allein bist du nichts, hä? Zack. Wer will? Versuchen wir auch mal. So, und jetzt müssen wir irgendwo hier hoch. Jawohl. Zack. Hoppa. Aber die erste Infektionsstelle. Okay. Junge Frau. Was This geht? woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Okay, bestimmt ein Skal. Lassen wir erstmal die ganzen Sachen hier durchsuchen. Nach irgendwelche nützliche Gegenstände und Heilungsmittel. Hallo. Und halt medizinische Zutaten. Mehr Medizin machen können. Ich hoffe, du bist tot. Mehr sehe ich hier nichts. Aber hier ist noch was. Voll, jetzt können wir weitergehen. Oh, nee, warte. Hier. Okay. Hoppa. Amerika, Europa. Tak, was haben wir denn hier? Länge. Ruhe. Zum Glück nicht verschlossen. Was liegt denn hier? Aber was ist denn da unten? Das ist irgendwas ist hier unten. Irgendwas Lebendiges ist auf jeden Fall da unten. Und wir haben verdammt viele Blutspuren. Tatsächlich? Das hier? Alles klar. Sonst sehe ich jetzt. Oh, es backt wieder. Nicht mehr. Tak, lass mal gechillt weitergehen. Lass mal gechillt das hier durchsuchen. Aha. Wie wieder jemand ermordet. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Okay, das waren bestimmt keine Skulls. Skulls, die fressen einfach nur ein. Und hier, da wurde gefoltert. Ja, könnte das sogar auch Vampyrjäger gewesen sein. Auf jeden Fall ist unten jemand. Tak. Das ist was Interessantes. Ein weiterer Opfer. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Mhm. Mehr Blutspuren. Sehen wir hier. Zack. Hier können wir nicht rein. Jetzt bin ich gespannt, wer da ist. Auf jeden Fall noch lebendig. Am Leben. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I
könnte dir Medizin ausschreiben, falls was ist, gegen dein Hautproblem. Okay, wir haben Bossfight. Bossfight, habe ich gesagt. Hoppa. Aha. Hör auf zu kotzen. Ich hab doch gesagt, ich habe Medizin für dich. Oh, beruhig dich. Mir geht's nicht gut, ich kann dich heilen. Ey, ich bin Doktor. Zwei Ulti machen wir direkt hier. Wenn die sich beruhigt. Wir müssen uns auch mal langsam heilen bringen. Aber. Oh, warte. Oh, ist gut ausgewichen. Komm her. Na, nachher. Kann dich heilen, habe ich gesagt. Ey, hallo. Na, nachher. Stimmt doch jetzt. Ah, habe ich total vergessen. Warte. Total verrückt gewesen. Tag, Brief von Doris Fletcher, Schauspielerschule. Liebe Else, es ist mir eine große Freude, dir mit diesem Brief deine Aufnahme als Privatschülerin an meiner Schauspielschule zu bestätigen. Die kleine Szene, die du letzte Woche freundlicherweise für mich dargeboten hast, hat mich davon überzeugt, dass du das Zeug zu einer echten Schauspielerin hast. Ja, das hat man gesehen. Und nicht Schauspielerin, die kann so gut schauspielen. So, die kann sogar kotzen. So, Schleier, Format und Mut. Als Privatschülerin wirst du von mir persönlich unterrichtet und betreut. Während dieser intensiven Unterrichtsphasen solltest du in der Schule wohnen. Denn ich bin fest überzeugt, dass nur die uneingeschränkte Hingabe des vollen Potenzials deine Schüler braucht. Meine Schüler freiliegt. Also vergiss bitte nicht, Nachtzeug und alles andere mitzubringen, das du brauchst, um eine Woche in meiner Schule zu verbringen. Mit freundlichen Grüßen, Doris Fletcher. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Alles klar. Guter Hinweis. Gesagt, sie ist noch am Leben. Ich so, oh, dachte ich wäre tot? Nee, dachte ich nicht. Habt ihr von Anfang an gesagt, du bist am Leben. Ich kann das spielen. Ich bin Vampir. Ich habe Vampirsinn, du nicht. Hast du schlecht geschaut, Spielert. Zack. Habe ich nicht hier irgendwas noch Leuchtens gesehen? Müssen wir was nehmen kann? Dann gehen wir wieder zurück. Hier haben wir schon alles aufgehoben, ne? Sonst nichts mehr. Keine neue Waffe, gar nichts, ne? Alles klar. Können wir hier wieder raus? Nachdem wir diese Schlingen genommen haben. Zack. Hier nehmen wir noch was. Und hier. Schon gehen wir raus und untersuchen wir mal die zweite Infektionsherd. Den zweiten Infektionsherd untersuchen wir jetzt. Wo geht's lang? Da geht's lang. Aber, ich meine nicht da geht's. Oh, da ist ein Leiche. Will ich auch durchsuchen. Wir werden auch noch Zeitstärke, glaube ich, ne? Bauchkrallen, ne? Kein Scheiß. Na, noch hin. Fuck. Irgendwas Interessantes. Ich wollte vielleicht hier unten durchsuchen. Sonst nichts mehr hier, ne? Warte. Okay. Ich dachte, wir haben irgendwelche interessante Symbolen, aber nein. Braucht zu scheinen, ich komme gleich zu euch. Wir müssen uns mehr heilen.
Einmal müssen wir uns noch heilen. Hoppa. Täuscht. Gut. Dann gehen wir mal zur zweiten Infektionsstelle. Infektionsherd. Charlotte, ich hab dir gesagt, beruhig dich. Hier ist eh niemand. Keiner hört dir zu. It's locked. Sind auf jeden Fall Skulls schon mal. Так, wie kommen wir nur rüber? Wäre auch eine interessante Frage. Wahrscheinlich einfach nur hier. Wenn die genauso gut da oben Tor aufmachen können. Beruhig dich, ich komm gleich zu dir. Oh, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Opa. Jetzt immer wieder, dass die so explodieren können. Die werden auch heftige Körper auf jeden Fall, ja. Stirb einfach. Stark. Warte. Ich höre Hilfeschrei. Was hast du gesagt? Mhm. Wir haben schon mal... Warte, wo sind wir jetzt hier? Dachte, ich habe irgendwo Hilfeschrei gehört, oder nicht? Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Okay, jetzt können wir wieder zurückgehen. Konnten leider nicht weiterlaufen. Mir fehlt da, glaube ich, Schlüssel oder so. Oder noch was. Nehmen wir mit auf jeden Fall. Können wir wieder hier durch. Tak. Tak. Hoppa. Aha. Weiter. Weiter geht's da hoch. Was haben wir hier? Haben hier schon mal Skulls drin in der Gebäude. Ist klar. Ganz traditionell nehmen wir erstmal alles mit, was wir erfinden. Alles, was nicht nagelfest ist, nehmen wir natürlich. Mit eh keine. So. Er schreit da. Lass mal genauer schauen. Ein Skull sehe ich schon mal. Gibt es hier noch irgendwelche Überraschungen? Meint nicht. Dann lass mal zu denen. Blöd. Den hast du jetzt hier beschwört. Und doch. Hab ich mir schon gedacht, dass hier irgendwelche Überraschungen geben wird. Komm her. Komm her. Mietz. Oder ich komm zu dir. Skulls sind wirklich eine Plage, ey. Da geht's weiter.
Jetzt müssen wir erstmal Beute aufsammeln. Gut, also müssen wir checken, was unten ist. Erstmal Abkürzungen freischalten. Dass wir nochmal zurück müssen. Ah, weil immer wieder vergesse ich, dass die explodieren, ey. Kurz vor ihrem Tod. Oh, Ratte, gib mir Ratte. Auch schon lange nicht mehr Ratte verspeist. Jetzt könnten wir hier rein. Schauen, dass es wirklich eine Kaltnis ist. Dann lassen wir uns ein bisschen aufhalten. Was sagt unsere Vampirsinn? Vampirsinn sagt noch nichts Besonderes. Das Land für unsere Punkt für Punkt. Was haben wir hier? Oh, ragende Pappgun. Nicht schlecht. Ich bräuchte aber auch sowas wie Schwert. So richtig geiles Schwert und nicht den kleinen Schusswaffen. Wer kämpft schon mit Schusswaffen? Im 20. Jahrhundert. Ehrlich jetzt. Im 20. Jahrhundert kämpft man mit Schwertern. Da streiten welche. Oh, 2 Bossfights auf einmal blenden mit Scars. Mit deiner Familie. Oh nein, nein, beruhig dich bitte. Opa. Ah, blind. Und auf jeden Fall ordentlich. Hat er keinen Ausdauer. Fuck. Wir sterben gleich. Tak, wir leben noch. Na, nachhin. Ah, Mann, woher kommst du nervige Frau, Brené? Ich dachte, nein, haben wir schon gleich. Frau ist nervig auf jeden Fall. Ja. Opa. Nicht so. Na. So, jetzt bist du dran, Fräulein. Wenn du dich immer eingemischt hast, hier hast du erstmal Ulti. Na, direkt noch ein. Papa. Doppeln. Ich hab keinen Ausdauer. Warte, beruhig dich. Blind, wir sterben gleich. Wo ist Ausdauer? Fuck. Na, noch. Dass wir jetzt überlebt haben. Tak. Jonathan, beruhig dich. Und regeneriere dich bitte schneller. Ich hab kein Blut. Du musst Ratten trinken gehen.
Ja, ich weiß, du bist aus der Puste. Warte. Beruhigen uns gleich erstmal. Alles ist vorbei. Tak, was haben wir hier? Deinen ist guten Griffs. Zwillinge. Da. Nochmal durchchecken alles. Sonst nichts mehr, ne? Hier haben wir einen Brief. Liebesbrief. Darling, hab Dank für die kostbare Parfüm und den Pelzmantel. Ich kann es kaum erwarten, deine Hände auf meiner bebenden Haut zu spüren. Denn nur bei dir, ein Held, fühle ich mich derart begehrt. Bitte komm bald zu mir zurück, denn ich kann es kaum erwarten, meine scheune Busen wieder an deine Brust zu drücken. Ja, mein Geliebter, mein Schatz, komm zurück zu mir. Ich verspreche dir eine Nacht voll ewiger und zügelloser Leidenschaft. Gerade trage ich einzig und allein deine letzten Geschenke am Körper. Oh ja, ich verzehre mich nach dir und will endlich meine unbezähmbare Lust mit dir teilen. Hingebungsvoll, deine Doris Fletcher. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Und der zweite Punkt, was zu Fletcher führt. Es gab eine Schüler von Doris Fletcher. Jetzt haben wir hier eine Doris Fletcher Theater. Ja, jetzt müssen wir dahin. 6000 EP haben wir. Ich glaube, wir müssen einmal übernachten und uns bisschen in Gesundheit investieren und Ausdauer. Hier wieder Doris Fletcher aufsuchen. Wir müssen stärker werden. Hier gibt es noch was. Okay. Übersehen gehabt. Sonst habe ich eigentlich hier nichts mehr verloren, ne? An sich nein. Hier ist noch was. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Erstmal die Schule aufsuchen. So, können wir schnell hier raus? Voll. Und dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zu uns heim. Hör auf zu schreien, Charlotte. Charlotte, keiner hört dir zu. Wir müssen stärker werden, auf jeden Fall. Tak. Erstmal hier. Dickflüssige, reichhaltige Blutprobe. Starker Blutserum, okay. Tak. Verstecken will ich noch gar nichts. Zwar ist genug Zutaten hier. Aber blind. Wohl. Nee, keine Ahnung. Wenn wir eine Waffe hätten. Gute Blutaufnahme. Lassen wir erstmal das hier wieder verwerten alles. Aber wollte nicht abbrechen. Und ich würde sagen, die Waffe, die wir jetzt nutzen, könnten wir sogar mit 121 Schaden nicht mal verstärken. Aber wir haben genug Zeug dafür. Das oder das. Verursacht Schaden um 10% erhöht. Ja, klingt gut. 3 zusätzliche Schockpunkte, wenn die Waffe trifft. Geht so. Wir könnten draus. Wir haben ja genug Material. Wir könnten auch eine mackellose Keule machen.
Dann könnten wir 374 Schaden damit machen. Das wäre eine Idee tatsächlich. Aber, und jetzt fehlt uns ein guter Griff, fehlt uns. Aber wir könnten jetzt schon mit 248 machen wir auch schon ordentlich Schaden. Wenn das nochmal um 10% erhöhen. Aluminiumfragmente haben wir genug. Oder? Plus Reid zusätzliche Schock. Attacke. Und dabei machen wir, Schaden macht er auch so schon richtig gut, finde ich. Wackellose Keule. Und schon auch genau ausgebaut. An sich eine ordentliche Waffe. Dabei machen wir erhöhte Schaden. Oder nee? Aluminiumfragment. Dabei erhöhte Schaden machen wir mal. Okay, haben wir den schon mal ausgebaut? Gefällt mir. Nutzen wir nur den. Ja, so, jetzt können wir ein bisschen mehr Gesundheit uns machen. Tak. Wir könnten Ulti nochmal aufsteigen. Könnten wir 950 Schaden machen. Können wir Krallen aufsteigen? Nein, können wir nicht. Dann könnten wir uns mit Heilen noch uns überlegen mit 2000. Aber dann jetzt warte. Was haben wir von dem besser? Du tauschst die zusätzliche Sofortheilung gegen eine bessere Regeneration. Und dann 100, ne? Bessere Regeneration klingt gut. Gibst mehr Blut, um dich sofort zu heilen. Nee. Zeit. Ja. Kostet zu teuer, die Blutkosten. Da, lass mal das mit der Generation machen. Das klingt gut auf jeden Fall. Voll, haben wir jetzt gemacht. Oh, das untere ist jetzt gesperrt, okay. Okay, gut. 1000 haben wir noch zu vergeben. Wir sagen. Gehen wir noch in Gesundheit aus. So. Wir könnten nochmal Gesundheit machen oder wir machen nochmal Ausdauer. Erstmal Ausdauer ist. So. Dann sind wir Stufe 26. Als nächstes könnten wir Krallen ausbauen. Gefällt mir dieser? Oder nein, bestätigen. Gefällt mir. Gute diese gefällt mir. Tak. Aus hier. Hier ist noch stabil. Nein, in der Krankheit Migräne. Hier stabil. Weiteren haben wir gut vorgesorgt. Oh. Ne, wird stabil. Gegen Migräne kann ich leider nichts machen. Den können wir gegen Erschöpfung geben. Und dann kann ich hier. Ist noch bedenklich. Warum? Hier einige Unbekannte. So. Und wir ein bisschen stärker und ich habe irgendwo Hilfeschrei gehört. Vergessen, das Team spielt hier drin. Hier, da schreit jemand. Auf Hilfe schreit.
Super. Irgendjemand, Hilfe, schreit er. Einmal nochmal. Wo könnte das sein? Nein. Hat jemand nach Hilfe? Sag scheinbar nochmal. Irgendwer, Hilfe. Wisst ihr wo? Hier drinnen vielleicht. Was war das für ein Fall, ey? So ein scheiß Vampir, meine Fresse, ey. Ich bin bei Askeln und Kolupto, ey. Lass mich zur Seite, lass mich durch. Das ist ein ordentlicher Vampir. Den hier. Den. Und daneben. Warum stirbst du denn? Geht doch. Ich komme. Wie geschehen? I'm Dr. Jonathan Reid. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reid, since it is the most precious thing I possess. Alles klar, auf Wiedersehen. Goodbye, Mr. Kimura. Warte. Are you sure? Yes. Das ist deine Gesundheit, sieht gut aus. Okay, Goodbye, Mr. Gut, da sehe ich einen Brief. Sammelobjekt. Die Gezerei des reinen Blutes. Schillinge. Ja. Hier ist auf jeden Fall eine Urlösung und weitere Schillinge. Auch noch. Hier haben wir noch Schillinge. Sonst sehe ich hier nichts mehr. Klavier da. Ne, sonst nicht. Für einen weiteren Bürger geholfen. Jetzt können wir wieder Jagd aufsuchen. Vampirjäger. Ich bin nur hier am... Da, ich gehe ja schon, ich bin nur am Spazieren, ey, meine Fresse, ey. So greift ihr einfach jeden an, der einfach nur spazieren geht. Oh, hier ist Skulls. Warum greifst du Skull nicht an? Jetzt muss ich die Skull angreifen. Oh, das sind Bestien. Wir haben die doch schon mal vernichtet, dass die wieder da sind. Pass auf, ich habe nur eine Waffe abgestellt, ey. Willst du wirklich mit mir kämpfen? Okay, hast verstanden. Zack. Du wolltest selber das. Ihr habt selber mich angegriffen. Es ist eure Schuld. Mich einfach in Ruhe passieren lassen. So, wir müssen hier. Mal. Okay, wir hier rechts lang. Hier ist ein weiterer Vampirjäger. 2 sogar. Hallo.
Nur nachher. Так. Hier was freischalten? Jawohl. Kann man den Durchgang freischalten. So, zu denen gehen wir noch nicht. Gehen wir ja schon sogar. Tak. Hier. Flasche mit Alkohol. Hier. Hier können wir endlich freischalten. Ne, von hier kommen wir her. Ja, das verstanden. Ich gehe nur vorbei. Du tust mir nichts, ich tue dir nichts, also zufrieden. Zack. Ja, da müsste... Der Vampirkampf oder was? Ja, Vampirkampf. So, lass mal kurz gucken. Von hier oben am besten. No! Bloody leech! Over there! There's one of them! Hey, ich bin auch noch da. Hey, mach keinen Scheiß. Auf ihn zu beißen. Okay, du bist tot, sorry. Ich wollte nicht so schnell machen. Nächstes Mal lasse ich mir Zeit. Ja, Theater, hier ist es doch schon. Hier sind wir beim Theater. Ich werde mit dir, wir können wie immer keinen direkten Weg eingehen. Aber was ist hier unten? Guck mal, Blut. Tak. Hier. Mirstoff. Das. Und diese Art. Großhaft. Wohlkott-Brand. Großhaft sogar. So, lass mal Theater gehen. Ich will nur mir ein Theaterstück anschauen. Alle geil. Ja, war ja klar, dass ich keinen direkten Weg gehen kann. Jetzt gehen die mir gleich auf den Nerven. Hä? Hoppa! Verarscht nach rechts. Hä? Sagt der nächste. Ah. Auch gestorben, dann noch. Sorry, ich wollte dich nicht aus Versehen mit erwischen. Так, wie geht's hier lang? Wie geht's lang? Wir müssen ausruhen. Ja klar. Tak, den Balkon offen? Ja nicht. Tak. So. Und den Gang hier freischalten. Voll. Hä? Komm ich da hin jetzt? Erstmal Müll. Hier müssen wir hin. Fall. Aber direkten Weg kann man wie immer vergessen. Auch auf jeden Fall. Tak. Hier geht's wieder raus. Falscher Weg auf jeden Fall. Hier wollten wir nicht. Ah, da war doch was. Warte, stimmt. Naja, andere Weg. Tatsächlich, fällt's mir wieder ein. Hab ich noch gesagt, oh, früher oder später kommen wir dahin. Ach, beruhig dich. Da ist es. Hier. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Da. Aha, genau hier. Gut. Und da gehen wir gleich nach der Pause rein. Kurze Pause auf Video. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Dann lass mal reingehen. Wir schauen, was uns da erwartet. Erstellen. Du kannst Arbeitstische in Unterkünfte finden, um neue Behandlungen und Sera zu entwickeln oder eine Waffe aufzuwerten. Ja, auch mal machen. Blenden. Brauche ich langsam, dass ich für Waffe was reingesteckt habe. Ein besseres gefunden habe. Nicht bis zu Reid gehen. Waffe spielen. Hier haben wir Brief. Abschiedsbrief. Ich ertrage den Schmerz nicht mehr. Die Lampe, die mich infiziert hat, fühlt sich mein Körper an, als würde er auseinanderbrechen. Setzt sich nun schon seit einigen Tagen in ihrem Zimmer. Es gibt mittels kleinen Notizbefehle und probt nur nachts. Ich habe eine ihrer sogenannten Proben gesehen. Wütend und hasserfüllt auf die Bühne und bejammert ihre welkende Schönheit. Das Missstück ist infiziert, von Grund auf verdorben, und sie will alle an diesem Ort und dann jeden London anstecken. Ihr nächstes Stück wird nicht vor Dezember aufgeführt. Bis dahin werden alle Theaterangestellte ihrer gehorsamen Lakaien und gezwungen sein, ihre bösen Machenschaften zu dienen. Ich bin sicher, sie hat einen Weg gefunden, unser Essen oder das Wasser zu verderben. Denn nach der Mahlzeit, die sie zu uns letzten Montag servierte, sind wir erkrankt und haben begonnen, uns zu verändern. Wer immer diesen Brief finden mag, soll wissen, dass ich mich nur umgebracht habe, um der Höhle zu entkommen, wo dieser Ort geworden ist. Zu der dieser Ort geworden. Möge Gott mir und meine unsterbliche Seele gnädig sein. Schließlich habe ich mich geweigert, Komplize bei dieser Teufelei zu sein. Vernünftig. Oder mal. Abschied. So. Mal gespannt, was uns hier erwartet. Bestimmt ein Bossfight. Und bestimmt wird das... Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Warte, lass mal 2 anhören. So, was ist das? Ich kann nichts erkennen, leider. Lass mal weitergehen. Ganz Can cool. that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Da unten ist jemand. Schrei von Skulls. Hier sind einige Skulls. Hallo. Hoppa. Hoppa. Ach, Blend, jetzt ist nicht explodiert, Mann. Blend, ich hab nicht genug Blut für euch, ey. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Das ist Doris. Frag mich, was sie aus der Bühne gemacht hat. Will they adore me again when they share my fate? For I have been raised through hate. But I offer only love. Okay, ich komme gleich zu dir runter, um dein Theaterstück genau zu betrachten. Und lass mich erstmal hier Weg zu dir finden. Nur Geduld. Bei dir. Ist Gals in der Nähe? So, oh. Okay. Versteckt ist leider. Also wenn ich Entwickler wäre, würde ich hier bestimmt richtig geile Waffen verstecken.
Nach dem Rund. Weiterer Brief. Altes Tagebuch von Doris Fletcher. Ich habe sie leibhaftig gesehen, die Hexe aus meinen Kindheitsalbträumen. Das Missstück hat mich jahrelang gequält. Ich erblickte sie und schaute. Ihre Stimme, ihr Gesicht. Ich wusste, dass sie in jenem Krankenhaus war. Dass sie krank war. Ich wollte ihr Leid mit eigenen Augen sehen. Ich mag mich selbst neu erfunden haben, eine Schauspielerin. Furchtbarer Jahr, verdrängt haben. Aber ich kann nicht vergessen, dass ich ihre Tochter, als ich ihren gebärlichen Körper in jenem schmalen Bett sah, leidend, krank, besiegt, musste ich meine Tränen zurückhalten, denn sie sah mich an, erkannte mich, sah den Hass in meinen Augen, sie lächelte, der leichenhafte Abglanz meiner Mutter. Und das Schlimmste war, dass ich keinerlei Befriedigung verspürt, lag leidend. Am schlimmsten war nicht die plötzliche wiederkehrende Erinnerung an die Schläge und Schmähungen. Nein, am schlimmsten war der Hass, der in meinem Herzen aufkeimte, als sie mich ansah. Denn diesen Hass verströmte auch sie. Letztlich bleibe ich einfach ihre Tochter, Mutter. Ich im selben Holz geschnitzt. Fuck. Weitere Karten für unsere Medizin. Hier ist noch was. Und zufällig ein Skal. Nicht erkennen. Nähern uns dem Kampf. Wenig HP. Und das ist ein Skal. Den können wir ein bisschen nutzen tatsächlich, damit wir uns ein bisschen mehr Blut holen können, damit wir uns mehr aufheilen könnten. Auch weitere Skulls. Geht's weiter runter dann. Lass mal erstmal diesen Räumlichkeit durchsuchen. Hallo, da bin ich wieder. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled. Bravo! Komm zu dir. Alas, poor Doris. I knew. Tak. Lass mal hier checken. Oh, Rad. Bringt uns immerhin ein bisschen Blut. Da. It's locked. Versperrt. Scheiße. Können wir weiter runtergehen, würde ich sagen. Hier gehen wir bestimmt jetzt zu ihr, ne? Würde ich jetzt mich nicht so sehr beeilen. Brauchen ein bisschen Blut, bisschen HP. Gehen wir erstmal. Oh, Ratte. I have this. Wir heilen uns auf Ratten. Da kommt noch eine Ratte zufällig. Braucht noch ein bisschen Blut. Ha? Auf zu scheinen. Alleine? Weil lass kämpfen. Lass kämpfen. Ich brauch Blut. Oh, da ist noch ein Skull. Was für eine Überraschung. Stirb. Jetzt habe ich die Waffe viel zu stark gemacht, dass ich die nicht schocken kann. So, nochmal. Okay. Und nochmal. Papa. Warte, ich brauche Ausdauer. Alter.
ich einen stinknormalen Skull gleich sterbe, ey. Das glaubt mir keiner. Alter. Das habe ich auch so, dank dir, aber auf jeden Fall. Jetzt. Mann. Gehen wir nicht auf den Nacken. Da bin ich hier runtergegangen. Ich weiß es auch nicht. It's locked, all right. Ja, ist verschlossen. Blenden. Jetzt geht's mir noch schlimmer als davor, Blenden. Wir können schon mal die Tür freischalten, könnten wir machen. Nur Ausgang. Machen wir jetzt nicht. Danke. Höre raten. Ja, ich komme gleich zu dir. I can't believe I'm doing this. Jetzt müssen wir uns aufheilen auf jeden Fall. Anraten. Okay. Können wir kämpfen gehen. Auf den Bossfight, ey. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Lass kämpfen. Hear and obey for your queen. Ah! Behold, Kinslayer, the disgrace of sheep, once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? My children, my beloved. Hey, warum kann ich dich schlagen? Die Hey. love of me. Achso, ich hatte keinen Ausdauer. Die Verwaffe verbraucht gerade zu viel Ausdauer. Was ist mit deinen Armen los? Das ist nicht. Hoppa. Na, Ulti, bitte. Hoppa. Rise and save your queen, my slave. So viel Skulls auf einmal hier, ey. Wird nervig. Mann! Nein. Leben. Ja, ist gut. Nein, ich sterbe. Kommen die Skulls auf einmal, ey. Ja gut, im Brief stand, dass jeder Mitarbeiter zu Skulls umgewandelt hat. Die Doris Fletcher Blen. Ja, aber der Anfang war doch ziemlich ganz gut. Vielleicht hätte ich Ulti noch weiter verstärken müssen. Zack. Zwei versuchen wir nochmal. Hallo Doris. You killed Zwei my nochmal. father. I Ausdauerregeneration ist bei mir verdammt ewig, ey. Давай, Nana. In der Blut. Gleich rastet die aus.
disgrace of she who was once renowned? Will she Lass be the kämpfen. queen again once they all share her Okay, fate? warte. Ich habe nur Witz gemacht. Ulti? Hoppa. Muss ich das ein bisschen aufheilen? My son. Hä? Warum ist das so auf einmal so weg? Auf einmal? Ich will die mir Ausdauer rauben, ey. Fuck. Das ist so knapp, ey. Unto thee, son of Babylon. Diese Gift raubt mir wirklich auf Ausdauer. Mann. Давай, ладно, мы schneller. Ach, Mann. Давай You nochmal. killed my father. I smell bleib your ruhig. fear. Noch Ausdauer, warte. Touché, sir. On guard. Hear and obey, for your queen command. Ha! Your blood, behold, Kinslayer, the disgrace of she who was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Ha! 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 Schnauze, Mann. Hoppa. Hör auf damit, ey. Wo ist meine ganze Regeneration hier, blind? Mach dir nicht umsonst das geskillt, blind. Versteh's nicht, blind. Anderes Skill. Dritter Versuch war das. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Nächsten 2 Stunden killen wir Doris Fletcher. Aber jetzt muss hier klappen alles. Das ist überhaupt doch ein bisschen zu. Dass ich zu viel Ausdauer verbrauche. Hör auf damit direkt zu schlagen. Meine Fresse. Ich auf den Sack. Nee. Ich hab keine Ausdauer. Your hand is shaking. Touché, sir. Behold, Kinslayer, the disgrace of she who was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? You killed my father. Deinen Vater überhaupt nicht umgebracht, hör auf zu lügen, meine Fresse. Und kommt die Skulls auf einmal wieder her, meine Fresse. Hör auf damit, hab ich gesagt. Das ist mir schon richtig auf den Nerven. Du hast Ult. Papa. Auch wieder Blut. Na, lass mich in Ruhe. Ich hab doch nur Blitz gemacht. Na. Scheiß Skull. Na. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine.
Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Ja, es ist Is hübsch, she nicht so viel. pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said. That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. Wer bist du denn zum Teufel? McCullum. Ah, McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reid. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right Ich now. sollte ja, ich glaube auch, ich sollte besser das Theater verlassen. The West Ich End denk mal, should be safe now. But London is not. It would be wise to euch. benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the... der Brief. Neues Tagebuch von Doris Fletcher. Bald stehe ich wieder auf der Bühne, denn meine Probe sind fast vorbei. Meine Lakaien sind um mich herum versammelt und bereit, jeden meiner Befehle auszuführen. Und bald kehrt mein Publikum zurück und wird bereitwillig meine Kunst bejubeln. Die Jungen, die Schönen, mein gesundes Publikum. Die Leute werden zu ihren Familien, ihre schönen Häuser und ihre glücklichen Leben zurückkehren, verzückt von meiner Darbietung, schockiert von meiner Maskerade, berührt von meiner Anmut, von meinem ansteckenden Vermächtnis. Sie werden die Krankheit der Reihe nach verbreiten und sich verwandeln. Und ich werde wieder ihre geliebte Königin sein. Und sie werden mir niemals vergeben. Und ich werde mich für den grausamen rächen. Ja, das Schicksal gespielt hat. Ah. Vielleicht hätten wir doch mal den kurzen Weg freischalten. Sind wir noch zurück da? Mal gucken. Wenn wir den kämpfen. Nein, cannot ist enter. versperrt. Okay. Dann fliehen wir von da. Und wir haben Säbel bekommen, habe ich gesehen. Bin ich mal gespannt, wie gut die Waffe ist. Bin jetzt beruhigt, dass ich die Waffe verstärkt habe, die ich davor habe. Und ich weiß noch nicht, wie gut die Säbel ist. Checken. Tak. 140 Schaden, so schon. Warum habe ich die für andere verstärkt? Appellen. Fuck. Machen wir Säbel hier rein. Okay. These people want me dead. I need to leave now. Jetzt habe ich Säbel. Geil. Hoppa. Davor meine Leiche. Da kommt die. Oder war die davor auch schon? Geil, ich habe Säbel.
So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Gut. Wir haben Kapitel 5 erreicht. Zweitkapitel. Lass mal dahin gehen. Lass mal den unseren Säbel testen. Hallo, ich muss Säbel testen. Wolle. Ja, ich bin mir an die andere Waffe jetzt ein bisschen gewohnt. Oh, zu dir wollte ich nicht. Mich in Ruhe. Opa! Ich sagte, ich wollte nicht zu dir. Beruhig dich doch mal. Du brauchst Therapie. Aber euch wollte ich auch nicht. Ich will nicht zu euch. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe weitergehen. Aber kann ich jetzt hier nicht durch doch. Sag, wohin will ich? Aber wer ist davon? Ne, hier will ich auch noch nicht gehen. Dahin muss ich. Wohl. Da, genau hier hin. Bericht will ich noch nicht erstatten. Oh, alter Brief. Der Brief, mein lieber Avery. Wie ich Ihnen bereits vor Tagen mitgeteilt habe, muss ich England verlassen. Auch nur für ein paar Monate. Solange ich fort bin und bis mein Sohn nach London zurückkehrt, möchte ich, dass Sie sich gut um unser Haus kümmern. Ich habe bereits die nötigen Arrangements getroffen, und Ihren Lohn zu erhöhen und Ihnen so lange weiterzuzahlen, wie Sie hier arbeiten. Sie haben mir versprochen, meine geliebte Frau zu beschützen und ihr bestmöglich zu dienen. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken. Sollte ich nicht wiederkehren, haben einzig und allein Sie mein volles Vertrauen. Ihr einziger Freund, Reid. Okay. Hallo, Ma. Sag, na gut, lass mal noch da, damit wir das komplett abgeschlossen haben, erstatten wir noch Bericht über Doris. Hallo, Ma. Hello again, Mother. Jonathan, back already? Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Okay, Ma. Über die Familie. Nichts Neues. Mit dir kann man über nichts Neues reden. Da brauchst du dich nicht zu wundern, dass ich lange weg bin. Gibt's mir keine Möglichkeit mehr. Gut, dann gehen wir wieder. Da stand noch Bericht, ganz schnell. Fix, ganz schnell. Weiter. Women of all countries unite! Eskalon Club. So, was ist hier los? Warum sind die Leichen noch hier? Hey, Dina. Welcome back, Dr. Reid. Willkommen. Hey, hallo. Hallo, hab ich dich vermisst. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all,
Isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reid. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Okay, alles klar. Gehen wir und berichten. Sag, hier ist immer noch nicht aufgeräumt. Drückt mal hier aufblenden. Das sieht aus wie Bombeneinschlag. Was ist los mit euch hier? Seid ihr vernünftige Vampire oder seid ihr wie solche Skulls, ey? Sag. Hey. Hab's geschafft. Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reid. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Ich bin bloß einer. Einige Fragen bleiben noch. Ich habe mein Bestes gegeben. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. Da nur Nachen. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Oh, keine Ahnung. Kann das nicht? Bin mir nicht sicher oder wünschen, As kein you Problem. wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Aber eine Frage. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Warum er? Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Hat er mich ausgewählt? Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Okay, weiß er, dass ich komme? Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reid. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Okay, zurück. Wie soll ich weiter vorgehen? How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. Geben wir ihm bloß mein Blut? So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Des Risiken? Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Zurück dann. Sie haben Lady Ashbury eingeladen. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Okay, auf Wiedersehen. Goodbye, Lord Redgrave. Warte, hallo? Understand. Okay, auf Wiedersehen. Goodbye. Gib dich zum Eingang. Okay. Sag, noch irgendwas Interessantes hier. Okay. Ort. Räumt mal hier wirklich mal auf. Ich will dieses Schwert haben. Hallo. Ich will dieses Schwert.
Sag, lass mal noch mit dir quatschen. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Hört von Großen, ich werde es nicht tun, ich rate. Ich setze Ihren Rat. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Ich habe weitere Fragen. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Dazu, Dawson. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Ja, ich würde ihn einfach raussaugen, gut ist. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Okay. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. Können Sie sicher sein? How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan, I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall, and yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Gut. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Gut. Ich würde sagen, wir reisen jetzt wieder zu uns. Einige Gegenden, darunter Blinden, Skulls und Prediger, werden deine Anwesenheit spüren, wenn du diese Fähigkeit verwendest. Okay. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Wo wohnt er? Gib dich zum Eingang der Temple Church. Draußen vampirisieren oder wie? Aber ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Ja, was anderes. Only the first step.
Charlotte, dein Meister drin, ich hol sie gleich raus, die soll dir Hausarrest geben, weil du nur hier draußen rumscheißt, Mitternacht, blinde Leute wollen schlafen, bist nur mit deinem Frauenrecht am Schreien, blinde, ey, die haben keinen Bock auf dich. Ruhig dich mal, blind. Geh Barbie spielen oder so, blind. Werde ich noch gehatet, blind. Nur am Schein, hallo mal. Yes, Jonathan. Nichts. Da, ich hab's gesehen, alles so. Lass mal gucken, was wir machen können mit dem Säbel zum Beispiel. Zack. Aufwerten könnten wir. Jawohl. Wir haben jetzt Stufe 4 Säbel, ne? Und auf Stufe 5 bringen. Jawohl, den bringen wir sogar auf Stufe 5. Wohl. Dann was machen wir? Hier können wir mehr Schaden machen, 10%. Und hier können wir Bluttreffer machen. Das ist gut. Gefällt es mir. So, da könnten wir, warte. Wir müssen nur ein bisschen uns auf andere Taktik umstellen dann tatsächlich. So. Da können wir immer noch rumswitchen. Was wir machen können. Kostet viele Ausdauer auf jeden Fall. Diese Messer. Könnten wir auch noch vielleicht aufwerten. Und der Dolch. Da werden wir den auch auf 5 bringen. Dauert auch nicht schlecht. Zack. Und nochmal, reicht sogar uns alles aus. So, 15 Blutaufnahme. Dann. Auch 10 weniger. Okay, mit 2,5 Blutpunkte weiß ich jetzt auch nicht. Blutaufnahme ist nicht dasselbe, oder? Mhm. % weniger Ausdauer. Oder 2,5 Blutpunkte. Da machen wir weniger Ausdauer. Können wir immer noch ändern dann. So, wäre nicht schlecht. Genommen den hier. Abgang. Müssen wir auch noch alles überlegen. Feuerschaden. Da fehlt mir weißer Phosphor und so weiter. Hier. Nieten. Frag mich, warum hier bei Stufe 4 anders ist als bei Stufe 2 und 3 und... Gut, aber da hätten wir sogar Stiebel hochgebracht. Auch gefällt. Und ich würde sagen, wir skillen uns noch ein bisschen. Und genommen. Das bereue ich jetzt ein bisschen, dass ich mir geholt habe. Wie? Auch nicht. Ich habe diese bessere Regeneration nicht mal erlebt. Tauscht die zusätzliche Sofortheilung gegen eine bessere Regeneration. Habe ich kaum erlebt. Ehrlich zu sein. Das kann ich jetzt nicht mehr machen. Geht nur in eine Richtung. Fuck. Machen kann. Bringen wir unsere Gesundheit auf Maximum. Oh boy. Blutkapazität. Deine Blutaufnahme, wenn du bist im Kampf verwendet.
auch gut. Ultimatum, wenn schlecht zu steigen, da fehlt da bei uns einiges. Sprung, denke ich mal, ist nicht so wichtig. Hier, 15 Shot klingt aber doch gut. Mal aufspringen, sofort geschockt. Ja. Ja. Ganz schlecht ist es sogar nicht. Oder 120 Schaden drauf. Oder schockieren wir den mal. Так. Absolviert Treffer. Fernangriff. Ja, auch noch nicht ganz. Wir das unbedingt brauchen oder nicht brauchen. Und das bestimmt nicht, wenn dann gehen wir auf Full Damage hier. 820 aus der Ferne ist schon nicht schlecht, Schaden zu machen. 52. So, Krallen haben wir dann ausbauen. Eine Fähigkeit. Das ist, was ist gemeint mit. Du wirfst den Speer aus Blut. Gegner von dir durchbohren kann. Mhm. Так, ich würde sagen, wir tun auch den auch irgendwann mal ein bisschen mit ausbauen. Und vielleicht bringen wir auch Ausdauer auf Maximum. Mal schauen. Kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Ultimativ wäre auch nicht schlecht. Ich denke mal. Denke ich mal. Weiter geht nicht. Haben schon Stufe 10. Den passt. Dann reicht uns das nicht aus jetzt, ne? Einfach. Ja gut, Rest sparen wir erstmal bestätigen, oder? Habe ich jetzt geholt nochmal? Nur das hier, mehr habe ich nicht. Ne? Da machen wir, bestätigen wir erstmal die ganze Scheiße. Mal schauen, was hier passiert. Ist stabil. Seitdem wir gesund, sogar seitdem wir die umgebracht haben. Hier ist stabil in Weitkappel. Bei uns das ist noch bedenklich und das sinkt. Wir müssen wieder um unseren Bezirk kümmern. Hat Ergeltung, Schöpfung, andere Teil. Hier aus. Noch bedenklich. Vielleicht geht's nicht. Gar nicht. Ja, auch noch teilen. Ich glaube, bei den einen Bezirk machen wir nichts mehr. Ja, lassen wir noch in der Werkstatt nochmal gucken. Haben nichts zu analysieren leider. Wir zerstören alles. Ah. Können wir das mal herstellen? Und das. Bei jeweils zweimal. Und das hier. Herstellen, jawohl. Serum, das ist noch nicht so. Gegenmittel. Das ist unser Hauptquest eigentlich. Gegenmittel müssen wir suchen. In unserem Vampirismus oder so wahrscheinlich, oder? Ja, das ist zum Schluss wir irgendwas freischalten. Dann irgendein Ende dadurch freischalten. Könnte sein. Könnte sein. So. Und ich würde sagen, erstmal bis hierhin. Liken, abonnieren auf YouTube, folgen auf Twitch. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein. Und den Kollegen da, diesen da außen, der ist wirklich verrückt. Den werden wir bestimmt nicht zu Vampiren machen. Den werden wir aussaugen. Ciao, haut rein. Bleibt gesund.